wenn man sich einmal an der Gedanke gewöhnt hat, dass der Sommer ist jetzt wirklich vorbei, der Herbst ist da, dann geht es. Nee, das ist nur im ersten Moment ist das so ein Schock. Wenn du das erste Blatt siehst, was da runterfällt, dann denkst du dir gleich, nein, ich will aber nicht, dass der Sommer zu Ende geht. Aber was willst du machen, ne? Das ist es so. Und hier in Kanada ist das ja immer die Furcht, wir wissen ja alle, was nach dem Herbst geht, ne? Ein sehr, sehr langer Winter. Und liebe Glück, ich muss euch sagen, das ist nun wirklich nicht meine Lieblingsjahreszeit. Aber gut, so weg sind wir noch nicht. Wir sind im Herbst. Und wenn man dann an so einem schönen sonnigen Tag durch den Wald geht, dann eben hat das Leben wieder Spaß. Es ist schön. Wenn du dann all die Bäume siehst in der schönen Farbe, dann denkst du dir auch, oh, da hätte das Leben hat sich aber wieder viel Mühe gegeben. Ja. Wenn dann die Blätter alle so runterfallen und man geht so da durch, dann denke ich mir oft, ach, was ein schönes Blättchen. Von welchem Baum macht das gefallen sind. Ja, und dann los der rup und siehst, aha, ein Ahornbaum. Wir wären ja nicht in Kanada, wenn die hier nicht en masse zu finden wären. Ne? Deswegen ist ja das Blatt vom Ahornbaum auch auf unserer Nationalflagge. Es gibt ca. 10 Baumarten, die zur Familie von Ahorn gehören. Und das gibt auch meistens die schönsten Farben hier im Herbst. Die haben so ein kräftiges Rot, Gold, Orange. Das ist unglaublich. Aber das sind meistens die Ahornbäume, die so schön leuchten im Herbst. Aber nur eine Art der Ahornbäume liefert den süßen Saft in jedem Frühling. Und das ist der Zuckerahorn. Aus dem wird jedes Frühjahr der Ahornsirup gewonnen, gekocht und in alle Welt verschickt. Und der Baum, haltet euch fest, der kann über 300 Jahre alt werden. Und damit ist er nicht nur süß, sondern auch ziemlich ausdauernd. Und bei der Gelegenheit, da würde ich euch gerne noch 4 andere heimische Bäume vorstellen. So, hier haben wir eine Schwarzkirsche. Ne? Das erkennt man an der dunklen Baumrinde, die ein bisschen aussieht wie verbrannte Kartoffelchips. So sieht man hier. Ich meine, ich sind jetzt hier kein Chips, aber ja, so. Lorenz, seht ihr Chips hier? Die Schwarzkirsche ist echt ein Wunderbaum. Die gibt so viel Schutz und Nahrung für die Vögelchen und die Insekten hier. Also das ist ein toller Baum. Und wenn man den absägen würde jetzt, was ich ja nicht hoffe, aber dann macht er wirklich schöne Möbel. Ja gut, wenn man jetzt die Schwarzkirsche neben einem Ahornbaum sieht, dann, dann sieht die Baumrinde doch schon eher aus wie verbrannte Kartoffelchips. Ja, muss ich sagen. Die Kirsche, die im Sommer produziert, die ist übrigens, also die kann man essen, aber schmecken tut die nicht wirklich. Aber die Vögel, oh, die haben ein Fest.
Und hier haben wir eine schöne amerikanische Buche. Die kann man sehr einfach erkennen, weil die nämlich eine ganz, ganz helle Baumrinde hat, die so ein bisschen wie Elefantenhaut aussieht. Ja, ach, ein schöner Baum. Also das Modell hat ein bisschen eine schrumpelige Elefantenhaut. Ja, was hier wohl passiert ist. Jetzt denkt er wahrscheinlich, das ist wieder eine Schwarzkirsche. Verkehrt. Das ist White Pine. Warum die jetzt White heißt, obwohl die ja dunkle Baumrinde hat, weiß ich nicht. Eastern White Pine, die Weymouth-Kiefer. Wunderschön. Kerzengerade gewachsen. Ja, also da hätte sich so ein alter Seefahrer von früher gefreut, weil die wurde nämlich gerne genommen für Maste. Die Weymouth-Kiefer gehört zu den schönsten Nadelbäumen in Osten Kanadas. Hoch, elegant und sehr majestätisch. Naja, sind schon groß. Das sind, die haben natürlich Nadeln, ne? Hier liegen ganz viele rum. Die sind ein bisschen biegsam und wenn die natürlich noch am Baum hängen, dann sind die grün und nicht verdrüsch, wie die jetzt hier. Aber ist ja Herbst, da fällt das alles runter. Ein eleganter Nadelbaum mit feinen, flachen Nadeln und einer etwas hängenden Krone. Fast so, als täte sich vor dem Wind verneigen. Ein sehr höflicher Baum. Fun Fact, die können bis zu 600 Jahre alt werden. Wow, ganz schön alt. Ich möchte ja nicht wissen, wie ich aussehe mit 600. Ein verdrüschter Plump. So, das ist jetzt genug Baumkunde für Höck. Vielleicht hat er ja den ein oder anderen Baum bei euch zu Hause auch. Und wenn das so ist, dann wisst ihr ja jetzt, wo die Original herkommen. Ne? Ja, ich gehe jetzt noch ein bisschen wegspazieren hier im Wald. Ich hoffe, ihr habt auch schöne, farbenfrohe Bäume bei euch. Jeder ein bisschen raus in die Natur. Es ist schön draußen. An der frischen Luft ist nie verkehrt. Ne? Ich wünsche euch jetzt bis bald. Tschüss. Was ja auch manchmal lustig ist im Herbst, das sind die Pilze, die plötzlich überall rauskommen. Ja, ich habe da so einen jungen Mann in meiner Hiking-Gruppe, der kennt die ganzen Namen und der schießt dann so die lateinischen Namen raus. Die kann ich mir natürlich nicht merken. Und dann habe ich dann meine eigenen Namen, ne? Wie zum Beispiel der Wasserfallpilz oder der orange Pickelpilz oder Muschelpilz, der Totenschädelpilz, der Treppenpilz. Ja, und so weiter. Ihr wisst, ne? So kann ich mir das besser merken. Ne? Die lateinischen Namen, das ist weg. Der spricht die aus und die sind schon gelöscht in meinem Gehirn.
bigger than my hand. Also das ist eine Champignon. Der ist für Riesen gedacht.